Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich wollte mich mit dem jetzigen Video einfach nur nochmal abmelden, denn ja, ab morgen, ab Mittwoch bin ich quasi jetzt die komplette restliche Woche in Hamburg und ja, die meisten wissen ja, dass ich zu Playa Games eingeladen worden bin. Ich hatte ja auch in der Vergangenheit ein Video zugemacht, wo ihr nochmal ein paar Kommentare drunter schreiben konntet, was ich ja mitnehmen kann zu Playa, eure Wünsche, Feedback etc., was man da so ansprechen kann, was ihr sehen wollt in Zukunft vielleicht. Ne? Falls ihr das ja noch nicht gemacht haben solltet, könnt ihr dies immer noch wiederholen. Ist noch nicht zu spät. Hier, das wäre dann das Video. Ich wurde 4 Tage lang von Playa Games eingeladen. Da könnt ihr noch sehr gerne einen Kommentar runterschreiben, wenn ihr das wollt. Und dann kann ich das noch mitnehmen als Feedback soweit zu Playa Games. Ansonsten, ja, ist jetzt den Rest der Woche. Sind die Videos jetzt soweit vorproduziert. Das heißt, es könnte sein, die sind hier und da ein bisschen outdated, beziehungsweise nicht ganz aktuell. Ne? Aber natürlich muss ja auch die Daily Streak hier weiter aufrechterhalten werden, hier auf YouTube, ist ja ganz klar. Deswegen bis zum Ende der Woche ja, gibt es natürlich weiterhin täglich Videos, aber die sind halt eben einfach ja, vorher schon entstanden, nur dass ihr da Bescheid wisst. Und ja, die Woche bin ich auch nicht live. Ne? Also es gibt auch keine Droplets, die ihr jetzt bei mir abholen könnt oder so. Die Woche hatten wir jetzt das Wochenende genug Zeit gehabt. Ich habe gestern auch nochmal 8 Stunden gestreamt gehabt. Wir haben nochmal uns live im Stream das SF-Buch nochmal durchgelesen. Sind wir nochmal ein bisschen im Stream durchgeblättert, das Ganze. Da habe ich ein paar Seiten geschafft, aber nicht ganz alles. Da werden wir noch dann das nächste Mal, wenn ich wieder online bin, ja, den Rest noch durchblättern. Ansonsten, ja, den Tag davor hatten wir auch 10 Stunden gestreamt. Also wir hatten jetzt Sonntag 10 und Montag 8 Stunden gestreamt. Also ja, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal Zeit genug gewesen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich erst wieder am Sonntag oder Montag, diese bzw. nächste Woche, erst wieder, oh mein Gott, aber wie knapp hier auch, ne, streamen können. Ja, weil wir halt, wie gesagt, bei Playa Games sind. Alter, was für ein knapper Try. Holy shit, da muss ich mal speichern hier, der war nicht schlecht. Mit Geschicktrank wäre der jetzt bestimmt down gegangen. Ansonsten, ja, für die, die es interessiert, die vielleicht mitkriegen wollen, was da so abgeht bei Playa, ich werde bestimmt hier und da die eine oder andere kleine Story hier bei mir auf Instagram posten. Den Link findet ihr dazu unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr sehr gerne draufklicken, Follow dalassen und dann ja, werde ich bestimmt auch das eine oder andere Bild oder Story hier reinpacken und dann ja, kriegt ihr das auch ein bisschen mit für die Leute, die sich das für die das vielleicht ein bisschen interessiert oder so, ne, können da sehr gerne hier auch auf Instagram mir folgen. Da bin ich eigentlich relativ aktiv, würde ich mal meinen. Ja, das auf jeden Fall erstmal dazu. Also keine Streams und keine Videos, beziehungsweise keine aktuellen Videos jetzt gerade. Genau, es kann sein, dass ich dort vor Ort denn bei Playa irgendwie in einem anderen Stream auftauche oder was weiß ich, irgendwo ja, anderweitig irgendwo live zu sehen bin oder so. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir da den ein oder anderen Slot haben werden, wo wir mal ja, streamen können oder wo mal der Official Channel live ist oder so. Ne? Aber allerdings weiß ich dann nicht ganz genau, ob ich dann auch wirklich denn zu diesem Zeitpunkt denn dort bin. Also das kann ich nicht ganz genau sagen. Ja, wenn es so ist, ist so. Wenn nicht, dann halt eben nicht. Aber ich denke mal, ich werde einen kleinen Vlog oder sowas ja, zu dem kleinen Roadtrip machen. Und ja, dann kann man sich da ja hier auf YouTube dann vielleicht auch einen kleinen Eindruck darüber verschaffen. Ja, ansonsten bin ich sehr gespannt, was die Reise so für mich dann bereithält, was wir dort denn vor Ort an Feedback auch von Playa denn einsammeln können, was wir an euch dann weiterleiten und so weiter und so fort. Da werde ich euch dann bestimmt demnächst im Stream dann ein bisschen was drüber erzählen, wenn ich wieder da bin, wie jetzt so der Trip gewesen ist und ja, was wir da jetzt so eigentlich gemacht haben, großartig. Ne, da bin ich selbst noch gespannt auf jeden Fall, weil ich das ja gut, na, im Detail schon so ungefähr weiß, aber ne, mal gucken, was da auf einen wartet dann am Ende des Tages dann. Ne? Ja, ansonsten haben wir ja jetzt es geschafft, hier überall soweit alles so durchzuzocken. Wir haben alles vorbereitet, dass ich jetzt in Ruhe ja, quasi losfahren kann. Wir haben hier auf meinem Main haben wir das komplette Set vervollständigt. Auf meinem Battle Mage sind wir soweit durch. Hier haben wir alles, ja, alle 12 Items gefunden.
Auf meinen Krieger, da fehlte mir ja noch ein Item. Da hatten wir gestern im Stream noch das letzte Item in einem Free Run geholt, kann man mehr oder weniger sagen, sodass wir jetzt hier auch komplettiert sind. Das war noch sehr wichtig für mich persönlich. Ja, auf IO19 müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Da wollte ich ja eigentlich Feierabend machen. Hier haben wir zwar alle Items bekommen können. Das waren ja dann auch die ersten Items, die wir hier auf dem Server bekommen haben an Legis. Allerdings zu einem sehr teuren Preis, war sehr pilzintensiv, sodass ich nicht mehr die Pilze habe, um hier noch so Steine zu skippen oder beziehungsweise überhaupt Dungeons zu machen oder so, weil ich ja mit dem neuen Equipment nochmal einen letzten finalen Push machen wollte auf dem Server, bevor ich dann hier ja, dann auch einpacke demnächst dann, ne? Genau. Und auf EU20 sind wir soweit eigentlich auch relativ weit gekommen, ne? Da haben wir auch noch ein bisschen gepusht, alle Items bekommen, bis auf jetzt noch die Geschickwaffe, aber das ist nicht so schlimm, da müssen wir nur eine Epic-Waffe finden und dann können wir das Ding auch umwandeln, ne? Also dahingehend haben wir jetzt hier auch alles soweit erledigen können und haben nochmal ein bisschen gepusht auf jeden Fall und ja, das ist so der Zwischenstand, beziehungsweise jetzt der letzte Rückblick, bevor wir jetzt erstmal wieder ein paar Tage weg sind, ne? Ist krass. Ist krass auf jeden Fall, denn ich hatte so die letzten, weiß ich nicht, ich glaube die letzten 5, 6 Jahre hatte ich nie wirklich so damit zu tun, dass ich jetzt so krass vorproduzieren muss, weil ich halt nie verreist bin großartig, ne? Ansonsten hatte ich das immer einmal pro Jahr, dass ich halt mit meinen Kumpels so ein Wochenende mal weg war zum Campen. Da musste ich dann halt 2 Tage oder so mal vorproduzieren, das war's, ne? Jetzt war ich ja im Januar 2 Wochen in Dubai gewesen, da musste ich dann schon, keine Ahnung, ich glaube wir haben 18 Videos oder sowas vorproduziert im Januar, ne? Da war ich schon 2 Wochen weg und jetzt halt eben auch nochmal eine Woche weg durch das Event von Playa und ja, es freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird auch so ein regelmäßiges Ding, dass man wirklich sagen kann, okay, einmal pro Jahr kommen so die Creator zusammen und können dann hier gemeinsam so ein bisschen sich besser kennenlernen, beziehungsweise halt eben so zusammen mit Playa halt eben ein bisschen ja, fachsimpeln, wie man das Game halt eben noch besser gestalten kann und da ja, lege ich auf jeden Fall viel Wert drauf, dass wir da auch ein bisschen Produktivität auf jeden Fall an den Start bringen und ja, da eventuell, ja, es ist krass, dass man das so sagt jetzt mittlerweile, ne? Weil es kommt so ein bisschen surreal rüber, dass man da in bestimmte Entwicklungsprozesse halt so mit eingebunden wird, ne? Also zumindest in Bezug auf ja, Meinung anhören, Vorschläge bringen und sowas, ne? Wer hätte das noch vor, weiß ich nicht, vor 3 Jahren oder so, wer hätte das gedacht, ne? Also das ist wirklich krass, wie sich das alles so entwickelt hat, in welche Richtung das auch geht, auch so in Zusammenarbeit halt eben mit den Creatoren und da eben mit den Creatoren als Sprachrohr zur Community, ne? Und das ist schon wirklich eine coole Sache und freut mich sehr, dass sich das alles so positiv entwickelt. Ich sage euch ehrlich, ich bin schon relativ lange hier in der Szene drin, so, ne? Auch immer aktiv gewesen. Ja, ich hätte vor, weiß ich nicht, vor 7 Jahren oder so, wo ich aktiv mit SF-Content angefangen habe, hätte ich niemals im Leben gedacht, dass sich das alles mal in so eine Richtung entwickelt. Aber ja, ich bin da wirklich sehr, sehr happy. Sehr dankbar vor allen Dingen auch, dass das alles wirklich so, ja, dass ihr auch noch nach Jahren da seid und mich supportet halt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Auch ohne euch wäre es natürlich auch nicht möglich gewesen an der Stelle, ne? Deswegen danke, danke, danke und ich versuche auf jeden Fall meiner Position gerecht zu werden und da dann wirklich das Beste dann, ja, zu beizutragen auf jeden Fall, ne? Deswegen, genau, ich werde euch berichten, wenn es soweit ist. Ne, ihr hört von mir dann, aber jetzt bisher diese Woche bin ich dann jetzt erstmal soweit ja, weg vom Fenster. Ne? Es läuft hier alles jeden Tag natürlich ganz normal weiter, ist klar. Das Einzige, wo ihr mich halt dann live verfolgen könnt, ja, ist halt eben auf Instagram, wenn ich da ein paar Stories poste. Und ansonsten ist es das erstmal soweit gewesen. Keine Streams und ja, nur damit ihr da erstmal soweit Bescheid wisst. Danach geht es dann wieder regulär natürlich weiter. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Und ja, vielleicht sieht man den einen oder anderen dort vor Ort. Ich habe keine Ahnung. Ja, und werde auf jeden Fall die Zeit genießen und ja, hoffentlich auch jede Menge Spaß haben. Bis dahin alles Gute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.